Hi, heute geht es um ein Thema, was viele nicht laut aussprechen, was sie aber innerlich auffrisst. Life-Work-Balance als geschäftsführende Person, als Entscheider, Entscheiderin, als jemand mit Verantwortung. Und ehrlich, es geht nicht nur um Zeit oder To-Do-Listen. Nein, es geht um dich, um deine Gesundheit. Herzlich willkommen im Neurotalk. Ich bin Alice Musté, Mentorin für neurodivergente Talente und Expertin für Neurodiversität in Unternehmen. Was, wenn du neurodivergent bist und niemand weiß es? Ich kenne viele geschäftsführende Personen, Gesellschafter, Gesellschafterinnen, Vorstandsvorsitzende, Unternehmer, Unternehmerinnen. Die sind häufig hochsensibel oder hochbegabt, manche auch autistisch, manche auch einfach nur anders. Sie sind schnell, denken komplex, spüren Trends, sehen Möglichkeiten. Aber sie scheitern teilweise an der Kommunikation mit ihrem Team oder auch Geschäftspartnern und Kunden. Und sie fragen sich, warum verstehen mich meine Mitarbeitenden nicht? Oder warum kommt mein Team nicht mit? Oder vielleicht sogar, warum bin ich dauernd müde, genervt, überfordert? Ich mache doch alles richtig. Neulich hatte ich ein spannendes Gespräch mit Joanne Tyson aus Luxemburg, die ebenfalls mit neurodivergenten Menschen arbeitet. Ich sagte, dass es in meiner Arbeit um Kommunikation geht, wie wir Missverständnisse vermeiden zwischen neurotypischen und neuroatypischen Menschen. Sie sagte wiederum, bei mir geht es um Bedürfnisse. Als ich dann darüber nachdachte, dachte ich plötzlich, stimmt, Kommunikation ist nicht das Ziel. Kommunikation ist nur das Werkzeug. Was wir wirklich brauchen, ist Raum für Bedürfnisse, Zeit für Reflexion und die Erlaubnis, nicht immer auf Sendung zu sein. Schnell merkten wir also im Gespräch, dass wir doch die gleichen Ziele haben. Bedürfnisse besser mitteilen und mit seinen Bedürfnissen gesehen werden. Und genau da liegt auch die Schwierigkeit von vielen geschäftsführenden Personen. Seine Bedürfnisse und Wünsche klar mitteilen und vor allem auch die Wünsche so zu formulieren, dass sie für die Mitarbeitenden umsetzbar sind. Also nicht zu hohe Ziele setzen, die sie nicht erreichen können. Und da liegt nämlich die Schwierigkeit. Wir erwarten häufig von unserer Umgebung das, was wir auch leisten würden. Aber wenn wir Hochleistungssportler sind, können wir nicht von unserer Umgebung verlangen, dass sie die gleichen Ziele erreichen können, wie wir sie in einer gewissen Zeit erreichen würden. Laut Handelsblatt, Artikel vom 20.03.2025, arbeiten viele Hochbegabte in Führungspositionen. Die können schnell denken, erfassen, planen, aber sie vergessen oft, dass ihr Team eben nicht so funktioniert wie sie selbst. Und was dann passiert, sie kommunizieren zu wenig oder zu komplex, viel zu viel auf einmal, so dass es beim Gegenüber gar nicht ankommt, was jetzt wirklich wichtig ist. Sie erwarten von den anderen dieselbe Schnelligkeit, dieselbe Tiefe. Sie denken, das ist doch logisch und einfach. Aber für andere ist es eben verwirrend und nicht einfach. Und dann entstehen Druck, Distanz, Unzufriedenheit und die Mitarbeitenden fühlen sich mit ihren Bedürfnissen nicht gesehen und die geschäftsführende Person genauso wenig. Was ist also wichtig für Life-Work-Balance? Bei der Life-Work-Balance heißt es nicht weniger arbeiten. Es bedeutet, deine Energie richtig einsetzen, deine Kommunikation anpassen, dein Team immer abholen, da wo es gerade steht, deine Bedürfnisse kennen und klar kommunizieren und dich nicht